Ein Kumpel von mir hat mich heute angesprochen und er meinte, er weiß noch nicht, was er nach seinem Abitur machen soll. Also wozu er sein Abitur macht. Und er meinte danach so aus Spaß sowas wie, ja, wirst du mich jetzt in deinen Videos haten oder so? Und ich meinte natürlich nein. Und es war alles so witzig, ich weiß auch, dass er es so als Spaß meinte. Aber so danach, das hat mich irgendwie so zum Denken angeregt, weil ich dachte mir so, in meinen bisherigen Videos, es waren zwar nur 2, aber trotzdem, so was ich mir auch für die Zukunft gedacht hatte, war ja mehr so Sachen zu kritisieren eher. Halt, nachdem er mir das gesagt hat, habe ich den ganzen Tag irgendwie drüber nachgedacht und mir hat das auch davor schon jemand gesagt und deswegen dachte ich mir halt so, anstatt nur Sachen zu kritisieren, sollte ich auch irgendwie sowas wie eine Lösung anbieten, weil Kritik ohne Lösung bringt ja keinem was. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, wie ich vielleicht jemanden, der halt noch nicht so eine Richtung hat oder weiß, was er mit seinem Abi anfangen soll, wie ich dieser Person vielleicht eine Richtung geben kann. Und dazu habe ich mir 5 Tipps ausgesucht. Mein Tipp Nummer 1 ist das Allerwichtigste. Vertrauen. Vertraut in euch selber. Vertraut darauf, dass ihr großes Potenzial in euch drin habt. Wenn ihr euch selbst nicht vertraut, dann werdet ihr nie diese Möglichkeit besitzen, dieses Potenzial, was ihr in euch habt, ausleben zu können. Ihr werdet nie diese Möglichkeit haben, das irgendjemandem zu zeigen. Obwohl ihr doch so machtvoll seid. Ihr habt diese Kraft in euch. Aber wenn ihr euch selbst nicht vertraut, dann wird diese Kraft für immer in euch schlummern und niemals wird irgendjemand das sehen. Und deswegen sage ich euch, Vertrauen ist der erste Schritt in allem. Wenn du dir selbst vertraust, merkst du auf einmal so, zu was du wirklich fähig bist. Ich zum Beispiel glaube unfassbar stark an mich selber. Also ich will nicht, dass es so klingt, als wäre ich arrogant oder so, aber ich weiß einfach, dass ich erfolgreich werde. Nicht wegen dem jetzt direkt, was ich tue, sondern allgemein, ich weiß einfach, wenn ich es nicht werden würde, könnte ich einfach nicht leben. Ich muss das einfach für mich selber machen. Und ich vertraue mir da so, ich bin so überzeugt von mir selber, aber ich bin wirklich null arrogant. Da kannst du eigentlich jeden meiner Freunde fragen, ich bin null arrogant, wirklich. Aber ich vertraue mir selber so krass, dass ich es schaffen werde. Und ich bin so überzeugt davon, ich habe nicht mal Zeit, über Dinge nachzudenken, dass ich es nicht schaffen würde. Dafür habe ich gar keine Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass ich es schaffen werde und das ist mein Fokus. Mein Tipp Nummer 2 ist, der Morgen macht den Tag. Jeder beginnt seinen Morgen irgendwie anders. Aber für viele beginnt es irgendwie so, dass sie morgens aufstehen und sich denken so, boah, gar keinen Bock mehr auf diesen Tag. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen. Woher kommt denn diese schlechte Laune aus dem Nichts? Okay, ich weiß, Schule und sowas, alles. Aber ich würde sagen, das ist auch so eine Angewohnheit irgendwie geworden, morgens irgendwie schlechte Laune zu haben. Deswegen ist das mein zweiter Punkt. Versuch, eine Morgenroutine zu entwickeln, die dich auf den Tag vorbereitet, die dir gute Laune von Anfang an macht. Und da ist der wichtige Punkt, auf keinen Fall das Erste, was du machen solltest, an dein Handy zu gehen. Weil an deinem Handy erwarten dich eigentlich nur schlechte Nachrichten. Irgendjemand sagt, oh, wir haben Hausaufgaben oder so. An sich ist ja eine gute Sache. Jetzt weißt du, ihr habt Hausaufgaben, aber du hast schlechte Laune. Und diese schlechte Laune sagt dir dann so, scheiße, Hausaufgaben, boah, gar kein Bock. Dann denkst du über Schule nach, dann denkst du über das nach. Und direkt du hast schlechte Laune, obwohl der Tag gerade erst angefangen hat. Deswegen sage ich dir, entwickel eine Morgenroutine, die dich von vornherein irgendwie den Tag positiv starten lässt. Ich persönlich bin zum Beispiel mal eine Zeit lang immer um 4:30 Uhr aufgestanden. Und direkt nachdem ich aufgestanden bin, bin ich einfach joggen gegangen draußen. Und das Krasse war halt, in diesem Moment, du stehst halt 4:30 Uhr auf. Am Anfang, du denkst dir so, boah, scheiße, was machst du hier eigentlich? Aber dann so langsam merkst du, wie hilfreich das ist, deinen ganzen Tag gut zu starten. Weil da am Morgen, da kann keiner deinen Kopf wecken. Niemand kann irgendwie dir schlechte Laune machen. Alle schlafen noch. Du stehst auf, du gehst raus und während du joggst, so, du hast so Zeit für dich. Du denkst über alles Mögliche nach, während du dort läufst und dich einfach mal auf dich konzentrieren kannst. Um diese Uhrzeit ist niemand draußen, auf den Straßen. Alles ist leer. Und ich bin auch nie mit Musik rausgegangen, damit ich mich auf meine Atmung konzentrieren konnte. Und ich habe einfach gemerkt, nachdem ich zurückgekommen bin, so, ich habe mich einfach viel besser gefühlt, so, weil ich dachte mir direkt am Morgen schon,
ey, ich habe jetzt schon was geschafft. Und dieses Gefühl, was man dabei hat, das will einen irgendwie so noch mehr schaffen lassen. Man denkt sich so, ey, ich habe das schon geschafft, jetzt will ich noch eine Sache schaffen, noch eine Sache schaffen, noch. Irgendwann bist du hier und hast schon so viel geschafft, obwohl der Tag gerade erst anfängt. Und das kann dir deinen ganzen Tag verbessern, ehrlich. Und morgens sowieso, du hast auf einmal Zeit für alles. Ich hatte Zeit, entspannt zu frühstücken, ich hatte Zeit, entspannt zu duschen, ich habe mir noch ein paar Videos reingezogen, ich habe sogar ein bisschen mein Zimmer aufgeräumt, einfach so, weil ich Zeit hatte. Mein nächster Punkt sind Angewohnheiten. Ob gut oder schlecht, jeder hat irgendwie welche. Und die Sache mit Angewohnheiten ist, sie beanspruchen Zeit. Das heißt, sie gehen von diesen 24 Stunden ab, die du an deinem Tag hast. Und je nachdem, ob sie gut oder schlecht sind, können sie deinen Tag entscheidend beeinflussen. Und was ich mir da gedacht habe, ist, dass es bei vielen Menschen diese klitzekleinen Angewohnheiten gibt, die sie jeden Tag wiederholen und die halt dann eine immense Zeit wegnehmen können. Zum Beispiel bei mir war es früher so, ich kam von der Schule wieder nach Hause und direkt das erste, was ich gemacht habe, war mich auf die Couch legen, meine Tasche wegwerfen und den Fernseher anmachen. Und ich wusste eigentlich so, ey, das, was du da gerade machst, ist total unnötig. Aber ich war so krass daran gewöhnt, dass ich es trotzdem gemacht habe. Und es hat mich halt sehr viel Zeit gekostet. Denn so nach einer Weile guckst du so irgendwann auf die Uhr und du denkst dir so, scheiße, wann sind diese 3 Stunden vergangen und was habe ich diese 3 Stunden lang gemacht? Ja, ich habe nichts gemacht. Nichts Produktives habe ich erreicht in diesen 3 Stunden. Und das ist halt unbewusst. Und mein Punkt dort ist, werde dir deiner Zeit bewusst und versuche dir Sachen anzutrainieren oder schlechte Sachen abzutrainieren, damit du deine Zeit einfach besser nutzen kannst. Such dir etwas, oder meistens hast du es sogar schon, was sozusagen ein gutes Gefühl in dir triggert. Was ich damit meine, ist zum Beispiel bei mir, wenn ich lerne oder wenn ich an irgendwas arbeite, ich kann nicht arbeiten, wenn mein Schreibtisch nicht sauber ist oder wenn mein Zimmer nicht sauber ist. Was ich also mache, ich mache erst meinen Schreibtisch sauber und danach kann ich wirklich besser arbeiten, als wenn ich es nicht gemacht hätte. Und sowas musst du dir suchen. Vielleicht hast du es sogar schon. Zum Beispiel irgendwie, wenn du spezielle Kleidung anziehst oder zum Beispiel, das habe ich mal bei irgendjemandem gehört, jedes Mal, wenn er sich einen Anzug angezogen hat, hat er sich einfach viel besser gefühlt. Du fühlst dich wie so ein Businessman. Und dann ist dein Kopf einfach auch schon viel positiver. Und das führt dazu, dass du bessere Ergebnisse erzielst. Versuch, etwas zu finden, das bei dir dieses positive Gefühl auslöst. Mein 4. Punkt ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ausprobieren. Du musst Sachen ausprobieren. Woher sollst du wissen, wie gewisse Dinge sind, wenn du sie noch nie gemacht hast? Du kannst es nicht wissen. Und ich sage dir, jetzt wo du die Zeit hast, diese Zeit solltest du nutzen, um Dinge auszuprobieren. Denn später wirst du es bereuen. Später denkst du dir, oh, hätte ich das ausprobiert, hätte ich das ausprobiert. Denn jetzt hast du die Möglichkeit. Wirklich, jetzt hast du noch die Möglichkeit, alles auszuprobieren. Und es kann sein, nehmen wir mal jemanden, der zum Beispiel schon einen Plan für sein Leben hat, der probiert jetzt mal was anderes aus. Vielleicht findet er darin sogar einen noch besseren Plan. Also, du weißt einfach nicht, was auf dich zukommt, bis du es nicht ausprobierst. Für mich persönlich, dass ich gerade dieses Video drehe, ist für mich etwas, was ich vor einem Jahr noch nie geglaubt habe. Vor ein paar Monaten hätte ich das nicht mal geglaubt. Ich war so ein Mensch, ich habe viele Gedanken gehabt, aber sie öffentlich zu machen, niemals, okay? Niemals. Aber ich wollte es einfach ausprobieren. Ob es scheitert oder nicht, ist eigentlich relativ egal. Wenn es scheitert, okay, dann weiß ich zumindest, okay, das ist nicht so meine Stärke. Ich versuche mich bei was anderem. Aber ich muss es ja erstmal ausprobieren. Und während du Dinge ausprobierst, schärfst du deine Skills. Du schärfst deine Fähigkeiten. Du wirst einfach besser in gewissen Dingen, desto öfter du sie machst. Und desto verschiedener desto vielfältiger deine Fähigkeiten sind, desto besser wird es dir später fallen, etwas zu finden, was du wirklich machen willst, weil du hast so viel schon ausprobiert und jetzt weißt du einfach, dann findest du einfach irgendwie so heraus, so, ja, daran war ich jetzt gut, daran war ich eher schlecht und daraus kannst du dann so deinen Weg formen. Aber du musst einfach Sachen ausprobieren. Einfach zu hoffen, dass direkt nach dem Abitur oder direkt nach deinem Studium oder allgemein einfach so irgendwann so ein Ergebnis erscheint, was du machen sollst. Das wird nicht passieren, wirklich. Und ich habe wirklich Angst, dass einige von euch einfach bis zu diesem Punkt
wo dann so ein wirklich entscheidender Moment in ihrem Leben kommt, dass sie zu diesem Punkt nicht viel ausprobiert haben und die Möglichkeiten dann sehr, sehr klein sind. Und dann haben sie gar keine andere Wahl mehr, als sich für, was weiß ich, den schlechteren Job zu entscheiden oder das schlechtere Studium. Einfach weil sie nie was anderes ausprobiert haben. Mein letzter Punkt ist, macht etwas Wichtiges. Die meisten von euch, wenn ich sie fragen würde, wüssten gar nicht, was sie vielleicht die letzten 7 Tage gemacht haben oder vor 2 Wochen gemacht haben, weil einfach nichts Wichtiges passiert ist. Es ist immer dasselbe passiert, so eine Routine. Filme gucken, Schule gehen, schlafen, essen, sowas alles. Diese ganzen Sachen. Es ist Routine, es ist nichts Wichtiges. Und mein Punkt da ist, mach etwas Wichtiges am Tag. Konzentriere dich nicht auf diese Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Was ich oft sehe, ist, dass Leute sich auf etwas so krass fixieren, was sie nicht mal kontrollieren können. Dann regen sie sich darüber auf, dann diskutieren sie darüber mit anderen, regen sich noch mehr auf, obwohl sie die Sache sowieso nicht ändern können. Ich bin ehrlich, ich mache das auch manchmal, aber ich mache das so aus Spaß, so wenn Freunde von mir das machen, sich über etwas aufregen, ich reg mich dann auch auf, natürlich. Aber zeitgleich denke ich mir auch so, aber eigentlich oder irgendwie so, also ich denke zeitgleich an eine Lösung, wie ich das Problem trotzdem lösen kann. Und das geht wie folgt. Ihr nehmt euch 3, 4, 5 eurer engsten Freunde, also wirklich eng Freunde, okay? Und ihr verbringt 2 Wochen Zeit mit denen, viel Zeit mit denen. Und nach diesen 2 Wochen fragt ihr diese Freunde, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen? Und wenn diese Freunde, deswegen sage ich ja enge Freunde, euch ehrlich antworten, dann habt ihr von 5 sehr engen Leuten, mit denen ihr 2 Wochen komplett verbracht habt, ein Feedback darüber, was eure Stärken und Schwächen sind. Und glaubt mir, wenn ihr das erstmal seht, dann begreift ihr so langsam wirklich so, was so in euch ist und was ihr vielleicht noch erlernen müsst. Aber wenn ihr nie so ein Feedback akzeptiert oder nie ein Feedback kriegt, weil die meisten Leute sind ja irgendwie nicht ehrlich so oder so, weil sie sich nicht trauen oder deine Gefühle nicht verletzen werden oder deine Gefühle nicht verletzen wollen. Woher sollst du dieses Feedback nehmen, worin du gut bist oder woran du noch dich verbessern musst? Das war's erstmal von mir und danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Essen. Ihr wisst dann auch viel mehr, so, ihr erfahrt erstens mehr über euch selber und dadurch erschließt sich dann auch dieser Weg, den... Er hat mich geschlagen. Er hat mich gefurzt. Nein, das mache ich nicht rein. Und ich meine damit nicht mal, dass du ein Buch lesen musst oder irgendwie sowas, sondern einfach allgemein dich informieren, lesen. Du wirst herausfinden, auf einmal steigert sich dein Allgemeinwissen und einfach, du weißt allgemein einfach mehr. Zum Beispiel dich selber, dein eigenes inneres Spiel. Also halt dein Gedächtnis, in den Sachen, in denen du gut bist, verbessere dich. Und in den Sachen, in denen du schlecht bist, verbessere dich. Fang an, besser darin zu werden. Und also, ich will nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich will von mir auch da machen.